Was bisher geschah. 18 Fremde, eingeteilt in 2 Teams, werden für 50 Tage auf einer einsamen Insel mitten im südchinesischen Meer ausgesetzt. Anfangs sind Team Gunung und Team Tasik noch voller Freude, als sie die weit voneinander entfernt liegenden Strände beziehen. Doch nach jeder Challenge muss das Verliererteam einen aus den eigenen Reihen rauswählen. Hinzu kommen die gesundheitlichen Ausfälle. Das ist vorbei. Also gehe ich weg. Wir haben dich lieb, Barbara. Alle weg. Der Abschied fällt schwer. Unter den übriggebliebenen häufen sich die Auseinandersetzungen. Und manch einer würde gerne freiwillig gehen. Michael, wir sind ein Team und wir halten zusammen. Du sonderst dich gerade ab und bist egoistisch. Das sind 250.000 €. Du denkst an dich in dem Moment und nicht an das Team. Mir ist scheißegal, ob du keinen Respekt vor mir hast oder nicht. Aber ich gehe trotzdem mit Respekt normalerweise mit dir um, weil wir ein Team sind. Wir haben noch lange nicht gewonnen! Und wer sind wir? Tasik! Und jetzt ist es soweit. Aus 2 Teams wird ein neues. Ab sofort seid ihr Team API. Doch die Streitereien hören nicht auf. Wag dich jetzt nicht, mich anzulügen. Glaub mir. Wag dich das nicht, Stolli. Ich habe ein Stück Kokosnuss gegessen. Ich kann teilen. Aber wenn das kein anderer hier kann, ja, dann leckt mich alle am Arsch. Ich dachte, Tasik wählt mich raus, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir rausgegangen sind. Und du fängst an, mich zu beschuldigen. Ich hätte Allianz geschlossen. Und dann habe ich erst gerafft, dass ihr mich gewählt habt. Ich habe ja heute Morgen mit Bilgi gesprochen. Die hat gesagt, wir haben halt mittlerweile alle verstanden, dass ihr total zusammenhaltet und dass man euch nicht auseinanderreißen kann. Und ich glaube, das macht denen Angst. Wenn einer anfängt rumzupissen, dass er dann auch eine blöde Antwort kriegt. Habe ich denn rumgepisst zum 100.000. Mal? Dann sag es mir doch einfach. Ja, und ich sage dir, ich habe mich 2 Tage angepisst gefühlt von dir und jetzt ist Schluss für mich. 4 haben es geschafft. Wer von ihnen wird der Survivor werden? Jasmin? Bilgi? Volker? Oder Hendrik? Vier sind übrig. Bilgi und Jasmin gegen Hendrik und Volker. Die Viertelmillion ist in greifbare Nähe gerückt. Beiden Parteien ist klar, dass es bei einer Abstimmung ein Unentschieden geben wird. Während die Männer die letzten Inselmahlzeiten genießen, freut Jasmin sich, so weit gekommen zu sein. Aber alle wissen um die letzten entscheidenden Challenges. Es geht um alles oder nichts. Ja, wir sind jetzt kurz vorm Finale und insgesamt gesehen sollte es natürlich dann das Ziel sein, mit Volker zusammen ins Finale einzuziehen und die beiden Mädels vorher auszuschalten. Mein Ziel selber ist es jetzt, 2-mal Immunität zu holen und damit dann ins Finale einzuziehen und da hoffentlich auch was zu reißen. Hoffentlich geht jetzt noch die Zeit schnell rum. Nächsten Tage dürften, glaube ich, noch fix rumgehen und ich hoffe mal, dass wir da irgendwie uns beide ins Finale durchstangeln. Wir können ja auch entspannt mit den Mädels umgehen, weil die Fronten sind geklärt, wir 2 gegen die 2. Das heißt, im Inselrad wird es unabhängig von der Immunität ein 2-2 geben. Und dann müssen wir abwarten, wie dann die Regeln lauten beim Unentschieden. Ich genauso. Und Strategie gibt es nicht mehr. Nee, finde ich auch. Das ist jetzt alles gegessen. Es ist eher ein Glücksspiel und man muss darauf hoffen, dass man doppelt Immunität gewinnt, damit man ins große Finale einzieht. Sonst der Rest ist einfach nur Glück. Mädels, sollen wir Feuer machen, dann können wir gleich noch mal, letztes Mal, ich glaube, die nächsten Tage kommen wir echt nicht mehr dazu, noch mal richtig geil Fisch essen. So frisch kriegen wir ihn auch lange nicht wieder, glaube ich. So frisch kriegt man den Fisch nicht. Nee, der ist noch höchstens 2 Stunden alt, nicht? Bam! Baby, das war's.
das ist das Größte überhaupt, unter die ersten 4 gekommen zu sein. Das ist der helle Wahnsinn. Ich bin verdammt stolz, dass ich so weit gebracht habe. Und vor allen Dingen, dass auch kein Mensch damit gerechnet hat und es mir zugetraut hat. Auch die Leute, die jetzt in der Jury schon sitzen, die müssten eigentlich Bauklötze staunen, dass ich, die kleine Blonde, dann doch so weit vorgedrungen bin. Also es ist schon ein Highlight für mich auf jeden Fall. So Leute, der 48. Strich in unserer ewigen Rangliste, in unserer ewigen Survivor-Rangliste. Fast 50 Tage ist ja schon krass, ne? Ja, wenn du das mal alleine so bildlich vorstellst, 50 Tage. Das realisiert man auch noch nicht so richtig alles. Wenn wir wieder in die Zivilisation können, so quasi Fernseher und so viele Geräusche, dass das so ungewohnt sein wird, dass du plötzlich Schalter hast, Licht zu machen und irgendwie, dass du dir mal was bestellen kannst, sogar irgendein Getränk trinken kannst, außer Wasser. Dass du nicht um 8 Uhr im Bett liegen musst, weil es dunkel ist. Das qualmt nur noch, ey. Brauchen wir das denn noch? Nö. Das ist Orakel quasi. Heute sagt das Orakel, dass einer gehen muss. Wow. Das Orakel sagt, dass das ein männliches Person sein wird. Das Orakel sagt, dass es auf jeden Fall eine Frau von Gunung sein wird. Und die ist Türkin. Ich habe mir in den letzten Tagen eigentlich ein anderes Bild von den Mädchen erarbeitet. Die sind durchaus clever, geschickt, ordentlich und auch liebenswert. Allerdings kann ich immer noch nicht nachvollziehen, wie die manchmal so in der Vergangenheit gewählt haben. Vollkommen irrational. Wenn die Mädels unter Stress kommen, dann machen die schon mal komische Sachen. Und deshalb würde es mich auch wirklich nicht wundern, wenn die heute aufgrund mangelnder Absprache oder weil gerade jemand nervös wird, einfach den falschen Namen auf den Zettel schreibt. Also aber das macht es ja dann auch liebenswert, denke ich. Rohrpost, bitte. Die vorletzte, glaube ich, hoffe ich. Wollen wir mal schauen, was es heute wieder Hübsches gibt hier. Schieß los. Die einzelnen Etappen, die sind euch nicht mehr fremd. Was bisher in kleinen Happen, wird hier in einem Spiel gestemmt. Doch gehört man zur Elite, nichts anderes sich hier erbietet. Wir müssen ein Spiel bewältigen, was sehr vielseitig ist. Also viele Dinge werden gefordert. Der ideale Ausgang wäre natürlich, wenn ich oder Bilgi Immunität hätten. Und wenn Hendrik das Spiel verlassen müsste, weil er ist schon ein starker Gegner. Und ich würde gerne mit Bilgi ins Finale einziehen, weil es irgendwie passt. Ja, mit der Rohrpost hört sich ja interessant an, ne? Ich finde das sehr krass. Ich finde, es wird ein super hartes Spiel sein. Ich schätze mal, mein Gefühl sagt mir, der Hendrik wird dieses Spiel machen. Ach Quatsch, wir müssen jetzt nicht schon wieder davon anfangen, dass der es gewinnt. Lass uns da erst mal gucken. Vielleicht kann der das zum Beispiel gar nicht gut, weil es da irgendwas zu puzzeln gibt oder so. Wer weiß, was kommt. Aber wir sind ja die sogenannte Elite. Und deswegen erwarten die von uns eben, dass wir auch von allem etwas können. Ja. Und was ich am besten kann zurzeit, ist mich hinlegen und schlafen. Ich bin so müde. Fast 2 Monate nur mit einem bisschen Reis, Fisch und Wasser. Die Kandidaten sind müde und hungrig. Aber für die vorletzte Immunitätschallenge werden die letzten Reserven mobilisiert. So kurz vor dem Ziel möchte keiner der 4 aufgeben. Ein bisschen Anspannung gehört auch dazu, damit man ein bisschen Gas geben kann. Und, ja, aber ich habe noch guten Mut. Ich bin auch sehr aufgeregt, weil es geht um eine Immunitätskette und jeder will es haben. Und ja, ich schau mal. Hallo Team API. Seid ihr das erste Mal das letzte Stück zu eurer Challenge geschwommen? Ich begrüße euch zu eurer vorletzten Immunitätschallenge. Ihr seid jetzt nur noch eine Nasenlänge von der Viertelmillion entfernt. Heute werden euch bekannte Wettkampfelemente von den vergangenen Challenges in nur einer Challenge vereint. Zunächst werdet ihr alle an einen Holzbalken gefesselt. Eure Aufgabe besteht darin, euch mit dem Seil von diesem Balken zu lösen. Euer Ziel ist es, zu diesen beiden Schlüsseln zu gelangen. Ihr seht, wir haben nur 2 Schlüssel. Die ersten beiden
die an diese Schlüssel gelangen, befreien sich, öffnen das Schloss und springen in das Meer. Dort taucht ihr auf den Meeresboden nach einer Landkarte. Mithilfe dieser Landkarte müsst ihr auf der nächsten Ebene ein Puzzle zusammensetzen. Richtig zusammengesetzt bleibt ein Feld frei. Unter diesem Feld findet ihr einen Feuerstein. Nehmt diesen mit und springt zurück ins Meer. Schwimmt zu dem Floß, öffnet auf diesem Floß die Kiste. Dort findet ihr alles Weitere, was ihr zum Feuermachen benötigt. Schwimmt zurück unter der Plattform durch und kommt durch dieses Loch hier nach oben. Dann heißt es Feuer machen. Legt sofort los, jeweils an eurem Platz. Und derjenige, dessen Feuer zuerst die Schnur durchgebrannt hat und der Gong ertönt, gewinnt diese Challenge. Alles soweit verstanden? Okay, dann werdet ihr jetzt gefesselt. Seid ihr fertig? Und los! Die erste Aufgabe besteht darin, sich mit dem Seil von dem Holzbalken zu lösen. Und die zuerst die beiden Schlüssel erreichen, sind eine Runde weiter. Akrobatische Einlage von Hendrik. Es ist nicht so leicht, den richtigen Weg zu finden. Bei Hendrik sieht es aber sehr gut aus. Auch bei Bilgi sieht es gut aus. Und bei Jasmin fehlt noch ein Stück. Sie muss wieder zurück. Bilgi versucht es. Und? Nein, es reicht nicht, Bilgi. Es muss ganz frei sein, das Seil. Hendrik ist der Erste, der an dem Schlüssel angelangt. Und auch die Distanz stimmt. Hendrik hat das Schloss geöffnet. Jasmin, es ist noch nicht ganz frei, dein Seil. Hendrik bereits im Wasser. Jetzt die Chance für Volker, sich den zweiten und letzten Schlüssel zu holen. Nein, Bilgi hat eben die Chance weggeschnappt. Hendrik ist schon wieder oben angelangt. Beschäftigt sich jetzt mit der Landkarte und mit dem Puzzle. Bilgi jetzt im Wasser. Jasmin und Volker sind raus. Bilgi ist unter Wasser und erfolgreich. Sie hat die Landkarte. Jetzt wieder nach oben kommen und ab zum Puzzle. Bilgi auf zum Puzzle. Noch ist nichts entschieden. Die Landkarte ist eine Vorlage. Wenn die Landkarte richtig zusammengesetzt ist, bleibt ein Feld frei. Darunter befindet sich der Feuerstein. Hendrik im Duell gegen Bilgi. Wer setzt das Puzzle als erstes richtig zusammen? Fertig. Und Hendrik ist fündig geworden. Er hat den Feuerstein, also die Landkarte, richtig zusammengesetzt. Ab ins Meer. Der große zeitliche Vorsprung beim Puzzeln hat ihm also geholfen. Jetzt Hendrik auf dem Floß. Dort findet er den Rest, den er benötigt zum Feuermachen. Bilgi puzzelt noch. Und Hendrik hat alle 3 Fächer geöffnet. Nimmt alles mit und unter der Plattform durch das Loch nach oben. Los geht's, Hendrik. Jetzt heißt es Feuer machen. Bilgi hat noch Schwierigkeiten mit dem Puzzle. Großer Vorsprung für Hendrik. Und auch Bilgi hat das Puzzle gelöst. Hat den Feuerstein.
ins Wasser, Bilgi. Zum Floß. Und Hendrik ist konzentriert dabei, Feuer zu machen. Bilgi ist auf dem Floß. Öffnet jetzt die Kiste. Und Hendrik wartet noch auf den entscheidenden Funken. Das zweite Fach hat Bilgi geöffnet. Das dritte Fach geöffnet. Alles mitnehmen. Und jetzt auf dem Weg zur Feuerstelle. Und da ist Bilgi. Hat gut aufgeholt. Allerdings kann es jetzt auch bei Hendrik sehr schnell gehen. Das Messer ist schweinescharf. Das Messer. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. Verdammt nochmal. Schneid mir gleich die Finger hier ab. Und jetzt ein großes Feuer bei Hendrik. Reicht es, um die Schnur durchzubrennen? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das gibt's doch nicht. Was habt ihr mir für ein Messer gegeben hier? Sprech mir jetzt die Finger hier ab, echt. Hendrik jetzt ganz konzentriert. Das gibt's doch nicht. Es gibt's einfach nicht. Es gibt es einfach nicht. Eine Flamme bei Bilgi. Daraus könnte jetzt ein Feuer werden. Danach sieht's aus. Hendrik hat bereits sein Feuer. Aber Bilgi jetzt mit einer großen Feuerflamme. Es geht darum, das Seil als erstes durchzubrennen. Und unglaublich! Bilgi gewinnt diese Challenge. Bilgi gewinnt Immunität. Hendrik, du hattest so einen unglaublich großen Vorsprung und dein Feuer brennt immer noch. Aber das Durchhaltevermögen von Bilgi hat sich ausgezeichnet. Bilgi, das Zunder und die erste Stichflamme haben dir den Sieg beschert. Bilgi, herzlichen Glückwunsch. Danke. Du erhältst das Immunitätssymbol und trägst diese Kette jetzt zum ersten Mal. Das bedeutet, du bist sicher unter den letzten 3. All die anderen müssen zittern. Einer von euch 3 wird heute Abend die Insel verlassen müssen. Ihr könnt zurück an euren Strand. Bitte schön ab ins Wasser. Ich habe es geschafft. Wahnsinn. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich denke, das Immunitätssymbol ist jetzt gerade wichtiger denn je. Ich habe diese Challenge verloren. Vielleicht ist der ganze Wettkampf jetzt für mich beendet. Bilgi hat gezeigt, dass das Frauenteam nicht unterschätzt werden darf. Außer Bilgi kann es jetzt jeden treffen. Auch Jasmin fürchtet, rausgewählt zu werden. Selbst Volker hat eine Theorie, wann sein Name auf dem Zettel stehen könnte. Ich bin überwältigt, so voller Freude. Ich kann das gar nicht beschreiben und
Ich bin überglücklich. Noch schöner wäre es, wenn noch Jasmin noch dazu kommen würde. Ja, aber hast dich doch souverän geschlagen. War doch auf jeden Fall in Ordnung. Ja. Nur vor allen Dingen hast du jetzt Immunität, du brauchst jetzt überhaupt keine Sorgen machen. Mal gespannt, was im Inselrat da auf mich zukommt. Ich meine, du bist ja aus dem Schneider. Also wenn Volker clever ist, müsste er Hendrik auf seiner Liste setzen. Wenn der selber noch eine Chance haben möchte. Also taktisch gesehen wäre es unclever für ihn, gegen den Hendrik anzutreten. Aber ich gehe eher davon aus, dass es irgendwie Patt gibt und ich dann da mit dem Hendrik stehe oder so. Wir hatten ja noch nie Patt-Situation gehabt, Jasmin. Ja. Und deswegen ich bin gespannt, wenn Patt kommt, wie die das denn entscheiden. Ob die losziehen, würfeln, keine Ahnung. Jo, im Zweifelsfall bin ich heute raus. Mit dem Gedanken möchte ich überhaupt gar nicht hier bleiben. Mein Gefühl sagt mir, du bleibst. Weil wir müssen einfach beide in die Finale gehen. Mein Gefühl heute beim Inselrat ist definitiv sehr mulmig. Ich gehe nicht davon aus, dass sich noch irgendwas ändert. Es wird meiner Erachtung nach definitiv zu einer Pattsituation kommen. Und ja, da liegt das Glück eben nur noch im Raum. Und ich werde mich heute noch mal stellen und hoffen, ja, dass das Glück noch mal auf meiner Seite ist. Tja, die Situation ist ja eigentlich unverändert, unabhängig von der Immunität. Ich meine, ich hätte das Ding heute zwar mir die Immunität holen können, war da auch schon nur so kurz davor, würde ich mal sagen, ne? 3 Zentimeter. Ja, ist so russisch Roulette irgendwie, ne? Ja, nun, lassen wir uns überraschen. Wir können ja sowieso nur Jasmin wählen. Bilgi hat Immunität, da bleibt auch nicht viel Auswahl. Also ich denke, für die Mädchen gibt es ja nur 2 Möglichkeiten zu wählen. Einmal taktisch, dass sie sagen, wie immer, wir hauen den Stärksten raus, dann stehst du auf dem Zettel. Oder wir kennen alle ja nicht die Regeln, was bei Stimmgleichheit passiert, dass sie dann doch irgendwie mit einem Duell rechnen und dann stehe ich auf dem Zettel. Keine Ahnung, ich kann in die beiden sowieso nicht reingucken, deshalb ist es Humbug, darüber nachzudenken. Denke ich auch. Wir gehen da heute Abend hin, geben unsere 2 Stimmen auf Jasmin und gucken, was passiert. Ja. Ich habe zwar eigentlich sehr oft damit gerechnet, dass auch ich im Fokus bin und gewählt werden könnte. Heute bin ich mir aber ziemlich sicher, dass ich gewählt werde und ich bereite mich wirklich darauf vor, die Insel heute zu verlassen. Alles ist offen. So klein das Team mittlerweile auch ist, so wenig wissen die Kandidaten, was sie erwartet. Wird es eine Entscheidung geben oder ein Unentschieden? Die Nacht der Entscheidung. Wer heute geht, verzichtet auf eine 250.000 Euro. Bilgi, Jasmin, Hendrik und Volker im Inselrat. Außer Bilgi kann es jeden treffen. Guten Abend, Team API. So schnell sieht man sich wieder. Willkommen beim Inselrat. Ihr 4 müsst heute wieder einen von euch rauswählen. Bilgi, dich kann es nicht treffen. Du besitzt das Immunitätssymbol. Übrigens ein sehr gutes Timing. Gerade zum Ende hin wird Immunität wichtiger denn je. Hendrik, beim letzten Inselrat hattest ja du Immunität. Wie wichtig wäre es für dich, heute Immunität zu haben? Wäre für jeden wichtig, weil heute einfach die Chancen, dass man rausfliegt, für alle 3 bis auf Bilgi eigentlich gleich sind. Jasmin, nun besitzt Bilgi ja heute Abend Immunität. Wie sehr siehst du die Gefahr, dass eure Freundschaft zumindest auf der Insel heute Abend beendet wird? Im Sinne nämlich, dass du die Insel verlassen musst? Also klar ist die Gefahr riesengroß, dass ich heute gehen muss. Ich bin sehr gefasst. Ich denke, es ist einfach ein Spiel. Man muss damit rechnen, dass es so weit kommt. Und ich freue mich für sie, dass sie die Immunität verdient gewonnen hat heute. Ich denke, das muss man jemandem auch gönnen können, auch nach so einer langen Zeit vor allen Dingen. Volker, wie überrascht wärst du, heute rausgewählt zu werden? Ich wäre überhaupt nicht überrascht. Ich habe mich den ganzen Nachmittag darauf vorbereitet. Und insofern würde mich das nicht unvorbereitet treffen. Ich denke, wir haben eine Pattsituation. Und das heißt, jeder von uns 3 kann gehen. Da gibt es keinen taktischen Hintergrund. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Hendrik, bitte, die erste Stimme. Bilgi.
Jasmin. Volker. Team Api, ihr habt gewählt. Hier ist eure Entscheidung. Jasmin. Jasmin. 2 Stimmen Jasmin. Volker. Volker. 2 Stimmen Jasmin, 2 Stimmen Volker. Das bedeutet, wir haben zum ersten Mal im Inselrat einen Gleichstand. Das zweite Duell am heutigen Tage, erneut Frau gegen Mann. Dieses Mal aber mit den anderen beiden Protagonisten. Kommt ihr bitte nach vorne? Die Aufgabe, die euch erwartet, ist einfach. Die Konsequenz allerdings schwerwiegend. Ihr müsst auf mein Kommando mit einer Machete diese Kokosnuss zerteilen, sodass sie in 2 Hälften zerfällt. Wem das als erstes gelingt, bleibt bei seinem Team, bleibt auf der Insel. Der andere muss die Insel verlassen. Für ihn endet hier und heute Survivor. So kurz vor dem Ziel. Alles klar bei euch? Mhm. Ja. Auf mein Kommando. Und los! Wir brauchen 2 Hälften. Passt auf mit der Machete. Volker kommt gut vorwärts. Volker, 2 Hälften. Volker gewinnt dieses Stechen. Volker, du kannst zurück zu deinem Team. Jasmin kennt die Spielregeln. Jasmin, diesmal hat das Stechen entschieden. Du musst die Insel verlassen. Es tut mir leid. Möchtest du noch was sagen, deinem Team zum Abschied? Jo. Bilgi, vielen Dank für alles. Jungs, es hat mich echt gefreut, euch noch so kennenzulernen die letzten Tage. Möge jetzt der Beste gewinnen. Ihr seid alle auf der richtigen Linie und den richtigen Weg seid ihr bis jetzt schon gegangen und ihr kriegt das hin. Danke. Mach's gut. Survivor ist eine mega große Erfahrung und die ich nie vergessen werde, die mir persönlich auch viel weitergeholfen hat. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich als Survivor nach Hause komme und da ein Stück weiter Survivor bleiben werde. Team Api, ich verrate euch euer Restprogramm. 2 Tage noch, eine Immunitätschallenge, ein Inselrat und das große Finale. Bitte, ihr könnt zurück an euren Strand. Hendrik
Hendrik und Volker vom ehemaligen Team Tasig und Bilgi vom Team Gunung sind übrig. Zusammenhalt ist Bilgis Patentrezept. Wird sie es auch ohne ihre Freundin Jasmin schaffen? So, wir haben jetzt die 49 hier drin. Zumindest wenn man uns halb erkennen kann. Das ist echt pervers, ey. Ich freue mich drüber, dass ich jetzt so weit geschafft habe. So langsam fange ich auch erstmal jetzt an zu realisieren, dass man jetzt wirklich ein, 2 Tage oder 1,5 Tage vorm Finale steht. Und jetzt ist das Gefühl, jetzt endlich mal das geile Gefühl da, dass man zumindest jetzt noch eine große Aufgabe vor sich hat, wo man die ganze Kraft und Energie reinlegen kann. Und danach liegt es nicht mehr in meinen eigenen Händen. Und darüber freue ich mich eigentlich auch. Ich kann euch nur sagen, Jungs, ich gratuliere euch. Ihr seid sehr souverän. Ihr habt euren Platz verdient, in der Finale zu sein. Meiner Meinung nach mit Gerechtigkeit. Wenn ich nur so denke, wenn sich 2 streiten, freut sich die dritte. Und was unsere Jungs nicht begriffen haben, dass sie sich untereinander bekriegt haben, dann freut sich die dritte. Wag dich jetzt nicht, mich anzulügen. Glaub mir. Wag dich das nicht, Stolli. Ich habe ein Stück Kokosnuss gegessen. Du hast ein Stück was Kokosnuss vielleicht gegessen? Wie Schokolade aussah. Ich kann teilen. Aber wenn das kein anderer hier kann, ja, dann leckt mich alle am Arsch. Ich bin ganz normal wie ein Kerl mit mir. Verstehst du, was ich meine? Ich will nicht, dass du mit einem Urraum-Menschen hier mit mir redest, sondern du sollst ganz normal mit mir reden. Nee, aber das ist meine Sprache. Entschuldige, ich kann nicht deine Sprache da. Ja, dann tut mir leid, dann bin ich ein Assi und du bist Akademiker. Ihr wart zu viert, die sollen sich schämen, die sitzen draußen. Und ihr habt nichts getan, außer sitzen so quasi und abgewartet, dass sie die Köpfe einschlagen. Und es ist auch so gekommen. Wir hatten all mögliche Chancen, wir waren 7 gegen 4. Ja? Und was haben die gemacht? Nein, Kriege führen. Der Stolli meinte zu mir, du verstehst das nicht, Bilgi. Männer führen auch Kriege. Ich habe gesagt, führt mal euren Krieg weiter, ihr macht das super. Mach mal. Männer sind auch als Babyblau. Genau. Wenn es sein muss, musst du wie Chamäleon sein. Auch deine Farbe wechseln müssen, um weiterzukommen. Das ist Strategiespiel auch. Ja. Es heißt nicht, ich warte auf mein Recht und sitze und das geht nicht. Deshalb bist du hier. Jetzt habe ich's begriffen. Chamäleon, neuer Spitzname. Erzählst immer, wer ist türkisch und bist ein Chamäleon, hör mal. Nein. Und so sportlich musste man gar nicht hier sein. Musste man gar nicht. Ja, es war viel Glück dabei. Gar nicht nur Sport. Ja, du musst schon echt strategisch gut sein. Ja, es war auch viel Glück dabei, auf jeden Fall. Ja, genervt hat mich das schon, dass ich immer Letzter war. Mich hat das auch genervt, weil ich gedacht hätte, bei den Wettkämpfen gehst du viel mehr ab. So. Wenn ich jetzt mehr Glück gehabt hätte, wirklich, wenn ich 2 Wettkämpfe mehr gewonnen hätte, dann wäre ich auch schon nicht mehr hier. Also Volker, siehst du, bist du richtig gefahren mit deiner Strategie. Das war keine Strategie. Ja, oder? War doch gut. Ich bin auch ein bisschen stolz, dass ich mit meinen 50 auch so ein paar andere abgehängt habe, die vorher aufgeben mussten. Und die einzige Strategie, die dann noch angesagt ist, nächste Immunität holen und in den Endkampf kommen. Unser letzter Post. Wow. Bin mal gespannt. Bei eurer nächsten Challenge ein letztes Mal um Immunität. Es geht. Darum ist es auch ganz treffend. Das gewinnt, wer am längsten steht. Oh. Alles klar, irgendwo rumstehen, solange wie es geht. Ja. Oh, bei der Sonne. Oh, es wird hart. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wirklich unter den letzten 3 komme. Das ist jetzt für mich selber so ein bisschen Schock. Und ich muss Immunität gewinnen beim nächsten und letzten Spiel, damit ich überhaupt noch eine Chance habe. Sonst werden die Jungs mich eben halt, die halten zusammen, mich rausvoten. Perfekter kann es ja gerade eigentlich nicht laufen, oder? Wir haben jetzt eine 66-prozentige Chance, beide ins Finale einzuziehen, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und wir kicken sie heute raus, scheiß drauf. Bei dem Spiel heute, einer wird länger stehen als sie und damit hat sich das dann. Und im Finale, ich meine, wenn wir beide als 2 Tasigs ins Finale einziehen, das wäre so pervers geil. Das ist ein ganz wichtiges Spiel, weil wir unbedingt Immunität gewinnen müssen. Sonst klappt unser Masterplan nicht. Gewinnen wir Immunität, sind wir beide im Finale. Und ich habe keine Lust, mich nachher von der Bilgi rein oder rauswählen zu lassen. Das ist heute eure letzte Chance, bei Survivor zu beweisen, wie sehr ihr gewinnen wollt. Wer heute Immunität gewinnt, steht im Finale. Bitte, begebt euch auf Position. Team Api, seid ihr fertig? Ja. Und los! Die letzte Immunitätschallenge steht bevor. Wer hier gewinnt, ist auf jeden Fall im Finale. Bilgi weiß, sie muss gewinnen, sonst ist sie raus. Hallo Team Api. Hallo Sascha.
Das ist eure letzte Überfahrt mit dem Floß zu einer Challenge, weil das heute eure letzte Immunitäts-Challenge ist. Deshalb, Bilgi, bitte das Immunitätssymbol. Danke dir. Wer die heutige Challenge gewinnt, hat die Macht, seinen Gegner für das Finale selbst zu bestimmen. Diese Challenge ist also maßgeblich entscheidend für euer Schicksal. Seht mal dort rüber. Ihr seht dort ein Balkengerüst. Jeder von euch stellt sich auf einen Balken, auf diese kleinen hölzernen Plattformen. Gleichzeitig haltet ihr mit einer Hand Kontakt zu dem Pfosten. Auf mein Kommando bewegt ihr eure Hand nach oben, von Markierung zu Markierung. Je höher die Hand, desto schwieriger wird es natürlich. Irgendwann werdet ihr euren Arm gar nicht mehr spüren. Wer am längsten von euch auf dem Balken stehen bleibt, gewinnt diese Challenge und steht sicher im Finale. Alles soweit verstanden? Ja. Okay, bitte. Das ist heute eure letzte Chance, bei Survivor zu beweisen, wie sehr ihr gewinnen wollt. Wer heute Immunität gewinnt, steht im Finale. Bitte, begebt euch auf Position. Team Api, seid ihr fertig? Ja. Und los. Spürt er schon langsam Kribbeln? Ja, ein bisschen. Der Arm ist das Schwierigste, weil der irgendwann einschläft. So, mittlerweile steht ihr eine Viertelstunde in dieser Position. Stop, stop the rain. I wanna wake up in the city. Auf mein Kommando bewegt ihr die Hand zur nächsthöheren Markierung. Jetzt bitte. Jetzt stehen sie schon 40 Minuten da. Bilgi lenkt sich musikalisch ab. So, eine Stunde lang steht er jetzt schon so in dieser Position. Ich würde sagen, es ist Zeit, die Hand zur nächsten Markierung nach oben zu bewegen. Auf mein Kommando. Und bitte, jetzt. Das ist nicht nur die wichtigste, sondern auch die längste Challenge, die wir je hatten. Boah, Volker, ich kann gleich nicht mehr. So, echt jetzt, Alter, meine Arme, meine Hand schläft so ein, ey. Komm schon, packst du schon, Hendrik. Komm, Hendrik, du packst es. Okay, Volker, reiß es, okay? Hendrik. Ich gebe mir alle Mühe, Please, ey. Ey, du hast super gewählt. Ja. Volker, hau rein, okay? Der packt das schon. Mach's gut, Löwe, denk an mich. Und Hendrik hat seine Hand gelöst. Was haben wir gesagt, Bilgi? Unser Spiel. Die Schmerzen wurden anscheinend zu stark. Hendrik ist somit raus. Bilgi oder Volker, wer zieht ins Finale ein? Wer besitzt das größere Durchhaltevermögen? Bilgi, ist deine gute Laune gespielt oder hältst du noch lange durch? Ich halte noch lange durch. Volker, wie sieht's bei dir aus? Noch länger. Zu eurer Info, ihr steht jetzt schon seit 1,5 Stunden dort. Bilgi? Ja. Ich kann nicht mehr. Du hast gekämpft. Mehr als das kann man ja nicht machen. Ne? Musst du wissen, Volker. Ich kann nicht mehr. Und Volker löst seine Hand von dem Pfosten. Das bedeutet, Bilgi, du gewinnst Immunität. Du stehst im Finale. Bilgi, herzlichen Glückwunsch. Zum letzten Mal werde ich heute das Immunitätssymbol aushändigen. Und es geht sozusagen an die Vorbesitzerin zurück. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Hendrik und Volker, für euch bedeutet das, ihr habt bis heute Abend noch Zeit, Bilgi davon zu überzeugen, dass ihr der richtige Finalgegner seid.
Ihr könnt jetzt wieder auf euer Floß zum letzten Mal zurück an euren Strand. Macht's gut. Wir sehen uns heute Abend beim Inselrad. Oh, ich bin echt fertig. Das war hammerhart. Aber die ist ja, das ist so ein sturer Dickschädel, diese Bilgi. Also das schaffe ich nicht. Ich bin eine sehr starke Persönlichkeit und wo ich dann eben halt oben gestanden habe, ich habe gesehen, die machen schlapp und ich war so happy und ich wusste genau, Jungs, ihr braucht es euch nicht mit mir anzulegen, weil ich werde sterben, bevor ich hier runtergehe und ich war mir 100% sicher, dass ich es habe. Für Volker und mich schaut es jetzt insgesamt nicht mehr so gut aus. Unser Masterplan, den wir vorher geschmiedet haben, zu zweit ins Finale einzuziehen, ist dadurch komplett zugrunde gemacht worden. Tja, mit Masterplan war wohl nichts mehr, Der wa? Masterplan hat heute ordentlich ausgesetzt. Von außen sich das anzugucken, war schon echt hart. Sie dann nur am Rumtänzeln und Singen, was so nervig war. Er ist auf die Nerven gegangen. Die Singerei, ey. Dann hier ein paar kleine Dance-Moves da auf der Plattform. Boah, da hätte ich am liebsten Arschtritt gegeben, dass sie runterfliegt. Ey. Diese Singerei ging mir so auf die Nerven. So ist es. Und jetzt ist halt nur noch einer von uns beiden im Finale. Wer das sein wird, muss sie entscheiden und fertig. Kann ich bei ihr auch wirklich nicht sagen. Also ich wage bei Bilgi überhaupt keine Prognose. Ich glaube, die hat alle 5 Minuten einen anderen Gedanken und die nimmt den letzten, der übrig bleibt. Gedanken. Also haben wir weiterhin unsere 50-50-Chance. Da gehe ich von aus. Hendriks Rechnung ist nicht aufgegangen. Ich hatte Ehrgeiz und die haben meinen Ehrgeiz noch nicht kennengelernt. Ich habe auch beim Spiel die Jungs auch psychisch fertig gemacht, indem ich die ganze Zeit so gute Laune und gesungen habe. Und ich wusste genau, dass die irgendwann genervt sind. Die hätten meine Leiche da von diesem Spiel da runterholen können. Ich hätte nicht aufgegeben. Guck dir das an. Aber Volker, du warst auch gestern so mit deinen Kokosnuss da. Hammer. Ja, das war ja technisch nicht so anspruchsvoll, was ich da machen musste. Vor allen Dingen war die Machete scharf, die ich hatte. Für irgendwen für dich oder für mich, Volker, wird es die letzte Coconut. Hier auf der Insel. Werden wir auch überleben. Yes, ich glaube auch. Ey. Donnerstag bin ich zu Hause. Unser letzter gemeinsamer Kokosnuss, ne? In der Konstellation. Ich bin aber froh, dass ihr so verständnisvoll seid und keiner hier böse ist. Strategie oder Gefühl? Immerhin hat Volker Bilgis Freundin Jasmin besiegt. Ich möchte eben halt auch, wenn ich schon so weit gekommen bin, auch gewinnen. Und deswegen muss ich echt sehr gut überlegt handeln, dass ich noch eine faire Chance habe. Dass Bilgi noch nicht wirklich sicher ist, wen sie auswählt. Das finde ich gar nicht so schlecht. War bislang auch immer bei den anderen vorherigen taktischen Entscheidungen von ihr der Fall, dass sie kurzfristig immer entschieden hat. Deshalb ist da noch alles offen. Bilgi steht jetzt im Finale. Da ist sie verdient hingekommen, weil sie die letzten 2 Challenges einfach super toll und souverän gewonnen hat. Was in ihrem Kopf wohl so vorgeht, möchte ich mich gar nicht groß so mit beschäftigen, weil ich glaube, dass sie sehr wankelmütig ist. Wenn sie clever wäre, würde sie mich wählen, weil wir beide ein schlechtes Standing bei der Jury haben. Ich denke aber, dass sie eher nach Sympathie geht. Wie gesagt, eine Prognose kann ich wirklich nicht abgeben. Das Finale liegt in Bilgis Hand. Der letzte Inselrat. Ein Inselrat, der Bilgi einiges abverlangt. Meine Gedanken schwirren hin und her, links, rechts, ob Hendrik, Volker, nein. 2. Minute wieder doch Volker und dann Hendrik, irgendwie werde ich nicht schlüssig. Guten Abend, Team API. Und schon wieder sitzt ihr hier. Willkommen zum letzten Inselrat vor dem Finale. Ihr 3 seid dem Sieg so nah. Einer von euch wird Survivor werden. Einer von euch wird mit einer 250.000 € nach Hause kommen. Ihr könnt stolz auf euch sein. 49 Tage voller Entbehrungen liegen hinter euch. Heute wählt ihr das letzte Mal einen von euch raus. Morgen beim Finale liegt alles in den Händen der Jury. Die Jury wurde um Jasmin verstärkt. Morgen schlägt eure große Stunde.
Morgen bestimmt ihr, wer Survivor werden soll. Bilgi, mit der Immunitätskette um den Hals sollte man sich eigentlich glücklich fühlen. Fühlst du dich nicht glücklich? Irgendwie kann ich das noch nicht so genießen, dass ich jetzt, wie gesagt, Immunitätskette gewonnen habe, weil es fällt mir wirklich sehr schwer, einen von den Jungs rauszuwählen. Und die beiden Jungs sind echt top und die waren auch sehr nett und auch sehr fair. Und es ist für mich sehr, sehr schwer, auch mich entscheiden zu müssen, weil die eben halt wirklich super in Ordnung sind. Ich muss nach Gefühl gehen gerade. Bauch entscheiden. Das bedeutet, wir kommen jetzt zur Abstimmung. Ihr müsst entscheiden, wer soll die Insel verlassen. Und danach wissen wir, wer im Finale von Survivor steht. Hendrik, du bist der Erste. Bilgi. Volker. Dann hole ich jetzt zum letzten Mal eure Stimmen. Ihr habt zum letzten Mal gewählt. Hier ist eure Entscheidung. Wer kämpft um eine 250.000 Euro? Ihr habt zum letzten Mal gewählt. Hier ist eure Entscheidung. Hendrik. Eine Stimme Hendrik. Volker. Eine Stimme Hendrik, eine Stimme Volker. Die letzte Stimme. Gegen wen hat sich Bilgi entschieden? Hendrik. Kommst du bitte mit deiner Fackel zu mir? Ihr seid zwar immer noch Team Api, heute Abend allerdings hat Bilgi entschieden. Du musst die Insel verlassen. Bitte, deine Bühne. Ich wünsche euch beiden erstmal viel Glück fürs Finale. Ihr habt euch das verdient und ich weiß jetzt, was es bedeutet, Hunger zu haben, was es bedeutet, auf den alltäglichen Luxus zu verzichten. Für mich war es ein cooles Spiel und ich freue mich, dass einer von euch beiden halbwegs reich wiederkommt und auch viele neue Erfahrungen gesammelt hat. Macht's gut. Team Api, jetzt seid ihr nur noch zu zweit. Die Chance auf die 250.000 stehen jetzt bei 50-50. Nehmt eure Fackeln, ihr könnt zurück an euren Strand. Bilgi, 10, 20, 30, 40, 49 und jetzt kommt 50. Tag. Wir haben den 50. geschafft. Ich kann schon stolz sein, dass ich die 50 Tage hier nicht nur körperlich durchgehalten habe, sondern eigentlich auch, ohne mir groß Feinde schaffen zu müssen. Wir sind die Letzten, Bilgi. Und wir sind in der Finale, überleg dir das mal. Wir haben immer gelost, die ganzen Spiele. Unsere Spiele waren immer die Loser-Spiele. Und jetzt sitzen wir als die letzten zwei hier und sind nicht mehr die Loser. Wir haben zwar Spaß angefangen, es ist ernst geworden, die Krönung, ne? Ich kann das auch nicht so realisieren, dass ich bzw. wir zwei jetzt im Finale sind. Und dass heute Abend unsere neuen Kameraden, Survivor-Kameraden, darüber entscheiden, wer von uns jetzt hier der Survivor wird, ne? Irgendwie kann ich das noch gar nicht fassen, dass das zu Ende sein soll. Ich denke, ich habe echt hier, kann ich nur sagen, mit meiner sportlichen Leistung, mit meiner Willenskraft, mit Stärke das alles hier geschafft. Und da bin ich auch selber stolz.
Und den Rest kann ich nur noch den Jurymitgliedern den Ball werfen und abwarten, was die denn machen werden. Egal wer gewinnt, Bilgi und Volker sind froh, dass sie die 50 Tage überstanden haben und nach Hause können. Boah, Bilgi, ich habe schon mal angefangen, die Hütte hier abzureißen. Das wird ein ganzes Stück Arbeit, du. Da hat er das für die Ewigkeit gebaut. Am besten packen wir mal unseren Kram raus hier, den wir gleich für ein Inselrad brauchen. Und dann reißen wir so viel wie möglich ab und machen ein schönes Lagerfeuer. Meiner Meinung nach habe ich dieses Spiel sehr klug, sehr strategisch, sehr geschickt gespielt. Ich habe mehrere Fassaden gehabt. Hast du deine Sachen fertig? Ich habe ja nicht sehr viel. Dann stelle ich meine mal dazu und dann lass uns am besten mal anfangen. Man muss Menschen studieren können. Und das ist der i-Tüpfelchen in diesem Spiel, dass man genau zu jedem, sage ich mal, wenn der Mensch eine grüne Farbe hat, der eine muss man auch die grüne Farbe annehmen, der andere rot muss man rot. Quasi muss man wie ein Chamäleon sein, um mit jedem eine Sprache sprechen zu können. Die Frage ist nur, ob auch die Jury Bilgis Sprache spricht. Statt Prognosen zu wagen, baut Volker lieber das Survivor-Lager ab. Ich glaube, ich habe 2 sichere Stimmen. Das sind Hendrik und Philipp. Und ich bin mir nicht sicher, wie die anderen sich entscheiden werden, weil ich glaube, dass Bilgi mit ihrer großartigen Leistung in den letzten 2 Challenges gezeigt hat, dass sie auch ein Survivor ist. Und ich denke, das wird die Jury entsprechend honorieren. Es wird ein ganz knapper Ausgang werden und möchte eigentlich keine Prognose wagen. Ich bin der Feuergott! Das war's. Jetzt kann der Inselrat kommen. Ja. Inselrat, die letzten 2 Survivor und da brennt unsere Hütte. Boah, jetzt qualmt's aber wie Hölle, hä? So großes Feuer hatten wir noch nie. Nee. Bilgi, jetzt ist endgültig das Ende gekommen. Gleich ist der Inselrat. Und jetzt legen wir unser Glück in die Hände der Jury und die werden richten. Wir haben beide sichere Stimmen. Sichere und unsichere. Und die unsicheren, das bringt die Spannung ins Ding. Eben. Und ich denke, wir werden was ganz Knappes haben und dann lassen wir uns mal überraschen. Sascha wird uns schon sagen, wer gewonnen hat. Ja. Möge der Bessere gewinnen. Wir haben beide gut gekämpft, ne? Genau. Das große Finale. Wie wird die Jury sich entscheiden? Für Bilgis Strategie oder für den geraden und offenen Volker? Entscheidungshilfe für die Jury. Sie dürfen den beiden letzten Fragen stellen. Die letzte Stunde des letzten Tages mit dem Inselrat kann ich nicht so richtig genießen. Dazu ist die Anspannung einfach zu groß. Ich denke, das Einfachste ist, das so zu machen, wie ich das immer mache. Augen zu und durch. Es ist der entscheidende Moment gekommen. Ich habe 50 Tage gefiebert, gekämpft. Jetzt gerade spüre ich langsam, dass ich nervös werde. Hallo Bilgi, hallo Volker. Hier kommt die Jury. Hendrik, Stolli, Andreas, Eike, Sonja, Philipp, Elli, Jasmin und Arno. Respekt, ihr habt es geschafft, euch gegen 17 Mitstreiter durchzusetzen. Ihr seid im Finale. Jetzt gibt es nur noch eine Entscheidung, die euch zum Survivor und um eine 250.000 € reicher macht. Jetzt liegt es nicht mehr in eurer Macht, wer der Sieger sein wird. Die Jury bestimmt ganz allein den Survivor 2007. Und niemand könnte das besser. Sie wissen, was es heißt, auf einer einsamen Insel zu leben. Sie kennen euch und haben eine große Zeit mit euch gemeinsam auf der Insel verbracht. Sie kennen eure Stärken, sie kennen aber auch eure Schwächen. Bevor die Jury aber ihre Entscheidung trifft, hat sie noch einmal die Möglichkeit, Unklarheiten aus der Welt zu räumen. Denn schließlich lastet auf euch eine große Verantwortung. Nur einer von euch beiden, Bilgi und Volker, kann heute gewinnen. Nur einer von euch beiden wird heute
die Viertelmillion mit nach Hause nehmen. Danach habt ihr jedoch die Möglichkeit, in einem kurzen Statement zu erläutern, warum ihr Survivor werden müsst. Okay, dann übergebe ich jetzt das Wort an die Jury. Jasmin. Ja, ihr beiden. Ich denke, ihr habt es beide verdient, ihr habt gekämpft. Ich war oft dabei und habe jetzt auch zum Schluss noch mal gesehen, ihr habt alles gegeben. Ich ziehe meinen Hut vor euch und ich möchte gar nicht viel mehr sagen. Ich möchte keine Fragen stellen, sondern ich möchte einfach sagen, toi, toi, toi. Das war eine Glanzleistung und danke. Danke. Stolli, was musst du noch wissen? Also erstmal Glückwunsch an euch beide. Ich denke, dass halt Survivor kein Strategiespiel ist, sondern eher ein Glücksspiel. Wer soll die Insel verlassen? Ach Gott, tut mir leid, Stolli, ich nehme ehrlich, tut mir wirklich leid. Ich denke, dass halt Survivor kein Strategiespiel ist, sondern eher ein Glücksspiel. Ansonsten kann ich mir kaum erklären, wie zwei Kandidaten mit solch wenig Fähigkeiten hier im Finale stehen, wenn ich mich umgucke, was für Leute hier ansonsten in der Jury Platz nehmen mussten. Zu deiner Person, Bilgi, denke halt, dass du durch eine gewisse Unehrlichkeit, vielleicht sogar auch Hinterlistigkeit geglänzt hast. Und ich denke, dass ich dir aufgrund dieser Charakterzüge auch das Geld nicht so gönnen würde wie dem Volker. Sonja, deine Chance. Wenn einer anfängt rumzupissen, dass er dann auch eine blöde Antwort kriegt. Habe ich denn rumgepisst zum 100.000. Mal? Dann sag es mir doch einfach. Ja, und ich sage dir, ich habe mich 2 Tage angepisst gefühlt von dir und jetzt ist Schluss für mich. Volker? Sonja, wir reden miteinander. Das Ja. ist wunderschön. Aber ich habe trotzdem eine Frage. Und zwar, wenn ich jetzt im Duell nicht rausgeflogen wäre, sondern die Jasmin hätte gehen müssen, wie wäre es dann weitergegangen? Ich war sehr wütend. Ich hatte mir fest vorgenommen, dich bei der nächsten Gelegenheit abzuwählen. Als du dann allerdings das Duell verloren hast, war mir klar, dass ich da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bin und habe versucht, dir das mit noch ein paar Worten klarzumachen. Und wenn das nicht angekommen ist, tut's mir leid. Okay, danke. Elena, was liegt dir auf dem Herzen? Bilgi, deine Taktik hat dich ja jetzt wirklich weit gebracht, du bist im Finale. Hast du in der letzten Zeit dir noch mal Gedanken gemacht, ob du einige Entscheidungen, die mich betroffen haben, du die bereut hast? Ich saß gestern in dieser scheiß Inselratssitzung. Mein Name fällt, ich dachte, hoppla. Ich dachte, Tasik wählt mich raus, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir rausgegangen sind. Und du fängst an, mich zu beschuldigen. Ich hätte Allianz geschlossen. Und dann habe ich erst gerafft, dass ihr mich gewählt habt und nicht die anderen. Also ich kann dir 100% versichern, und das wirst du auch draußen sehen, dass ich auch vielen Sachen wirklich bereut habe. Manchmal kann man nicht Entscheidungen alleine treffen. Manchmal muss man echt auch mit der Gruppe gehen. Und ich habe auch bereut, aber es ist dann irgendwo nicht mehr zu bügeln gewesen. Es tut mir wirklich sehr leid. Andreas. Bilgi, ich meine, ich bin ja etwas spät auf die Insel gekommen, in die Gunung-Gruppe. Und du weißt selber, dass ich so in diesen ersten, ja, sag mal 1,5, 2 Wochen arge Schwierigkeiten hatte, dort aufgenommen zu werden. Für mich waren mitunter auch du, ja, eigentlich der Personenkreis, der mich eigentlich herzlich aufgenommen hat. Aber für mich persönlich hast du es einwandfrei aufgezeichnet, dass ich dazugehöre. Und das fand ich auch schön. Volker, jetzt zu dir. Ich finde dich als Typen super klasse, das weißt du auch. Und deswegen frage ich dich, warum geht der Volker hin, obwohl ich ihn frage, hör mal, bin ich jetzt an der Reihe? Und du sagst, nein, bin ich nicht. Ja, warum lügst du mich dann an? Warum sagst du mir nicht immer, Andreas, du bist dran? Ja, hätte ich verstanden, als Kerl. Ganz einfach, um dich zu täuschen. Wir haben beschlossen, dich zu wählen mit mehreren Leuten und haben gleichzeitig gesagt, wir wollen allerdings nicht, dass der Andreas das vorher rauskriegt, weil wir die Angst haben, dass du uns dann 2 Tage lang aufmischt. Das war der Grund, warum ich dich angelogen habe. Ich muss für mich eine Entscheidung treffen und ich wünsche euch beiden wirklich von Herzen alles Gute.
Dankeschön. Philipp, deine Fragen. Hallo ihr beiden. Hi. Ja, Volker. Ich bin aber zu dem Schluss gekommen, dass wir zwischeneinander eigentlich keine offenen Fragen haben. Ich stehe dir jetzt gegenüber als Freund, der vor dir den Hut zieht. Was du in den letzten 50 Tagen hier geleistet hast, im physischen, emotionalen, vor allem menschlichen Bereich, ist aller Ehren wert und absolute Weltklasse. Und ich danke dir nochmal für die Zeit und viel Glück bei der Wahl heute. Ich bin stolz, dass du mein Freund bist. Ich danke der Jury. Abschließend, Bilgi, erkläre uns, vor allen Dingen aber der Jury, warum musst du Survivor werden? Warum ich Survivor werden soll, in diesem Punkt möchte ich erst mal nur sagen, ich sitze nur hier und ich meine es jetzt auch ernst. Das ist von Verdienst von allen Leuten hier, vor allem ich bedanke mich herzlich auch bei ehemaligen Genung-Leuten. Und ich denke mal als Survivorin, ich denke, dass ich auf jeden Fall auch Feuer machen kann, Fisch ausnehmen. Ich würde nur sagen, entscheidet nach eurem Herzen, nach eurem Gewissen und ich vertraue euch und ich bin auch kein Böse. Volker, du hast das letzte Wort. Ebenfalls die Frage an dich. Warum bist du Survivor 2007? Ich habe jämmerlich verkackt in fast allen Wettkämpfen. Ich habe auch begriffen, dass diese ganze Survivor-Geschichte eine Teamgeschichte ist. Und wenn die Regel ist, du bist allein auf der Insel, dann bin ich kein Survivor. Tut mir leid. Aber ich brauche Leute um mich herum und wenn ich die habe, bin ich glücklich und das kann ich weitergeben. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Wir kommen jetzt zur allerletzten Abstimmung beim Inselrat. Jury, ihr müsst entscheiden, wer soll Survivor 2007 werden? Bilgi oder Volker? Wer hat die 250.000 Euro verdient? Gebt jetzt bitte eure Stimmen ab. Sonja. Hendrik. Ja, ich bin dafür, dass Volker gewinnt, weil er einfach der Letzte ist, der Survivor werden kann. Ich konnte es nicht werden. Volker kann es werden und er wird es auch werden, weil er einfach die perfekte Mischung aus allem ist. Bei Bilgi muss ich sagen, sie hat zwar auch sich in der letzten Woche sehr gut gezeigt, trotzdem ist sie meiner Meinung nach so ein bisschen hinterlistig schon gewesen und insgesamt gab es dann Leute, die mit Sicherheit besser Survivor gewesen wären als sie, deshalb wird es Volker. Philipp. Stolli. Elena. Andreas. Jasmin. Ja, Süße, wir haben fast 50 Tage zusammen gekämpft, Seite an Seite. Du warst die Bessere, du warst die Stärkere. Ich stehe heute als Verlierer neben dir und gebe dir meine Stimme, weil ich es dir von ganzem Herzen gönne. Und ich hoffe, das geht so weiter mit uns. Danke nochmal für alles. Eike. Und Arno. Dann hole ich jetzt eure Stimmen. Die Jury hat gewählt. Hier ist ihre Entscheidung. Volker. Bilgi. Volker. 2 Stimmen Volker, 1 Stimme Bilgi. Volker. 3 Stimmen Volker, 1 Stimme Bilgi. Bilgi. 3 Stimmen Volker, 2 Stimmen Bilgi. Volker. 4 Stimmen Volker, 2 Stimmen Bilgi. Bilgi. 4 Stimmen Volker, 3 Stimmen Bilgi. Bilgi, wenn jetzt hier dein Name draufsteht, heißt das unentschieden. Volker, wenn hier dein Name draufsteht, bist du der Survivor. Möchtest du nicht zusehen, Volker? Nee. Ich drehe jetzt um. Volker,
Du bist Survivor 2007. Die Jury hat entschieden. Ich persönlich hast du es einwandfrei aufgezeichnet, dass ich dazugehöre. Und das fand ich auch schön. Volker, jetzt zu dir. Hi. Ich finde dich als Typen super klasse, das weißt du auch. Und deswegen frage ich dich, warum geht der Volker hin, obwohl ich ihn frage, hör mal, bin ich jetzt an der Reihe? Und du sagst, nein, bin ich nicht. Ja, warum lügst du mich dann an? Warum sagst du mir nicht, hör mal, Andreas, du bist dran? Ja, hätte ich verstanden, als Kerl. Ganz einfach, um dich zu täuschen. Wir haben beschlossen, dich zu wählen mit mehreren Leuten und haben gleichzeitig gesagt, wir wollen allerdings nicht, dass der Andreas das vorher rauskriegt, weil wir die Angst haben, dass du uns dann 2 Tage lang aufmischt. Das war der Grund, warum ich dich angelogen habe. Ich muss für mich eine Entscheidung treffen und ich wünsche euch beiden wirklich von Herzen alles Gute. Okay. Dankeschön. Philipp, deine Fragen. Hallo ihr beiden. Hi. Ja, Volker. Ich bin aber zu dem Schluss gekommen, dass wir zwischeneinander eigentlich keine offenen Fragen haben. Ich stehe dir jetzt gegenüber als Freund, der vor dir den Hut zieht. Was du in den letzten 50 Tagen hier geleistet hast, im physischen, emotionalen, vor allem menschlichen Bereich, ist aller Ehren wert und absolute Weltklasse. Und ich danke dir nochmal für die Zeit und viel Glück bei der Wahl heute. Ich bin stolz, dass du mein Freund bist. Ich danke der Jury. Abschließend, Bilgi, erkläre uns, vor allen Dingen aber der Jury, warum musst du Survivor werden? Warum ich Survivor werden soll, in diesem Punkt möchte ich erst mal nur sagen, ich sitze nur hier und ich meine es jetzt auch ernst. Das ist von Verdienst von allen Leuten hier. Vor allem, ich bedanke mich herzlich auch bei ehemaligen Genug-Leuten. Und ich denke mal als Survivorin, ich denke, dass ich auf jeden Fall auch Feuer machen kann, Fisch ausnehmen. Ich würde nur sagen, entscheidet nach eurem Herzen, nach eurem Gewissen und ich vertraue euch und ich bin auch kein Böse. Volker, du hast das letzte Wort. Ebenfalls die Frage an dich. Warum bist du Survivor 2007? Ich habe jämmerlich verkackt in fast allen Wettkämpfen. Ich habe auch begriffen, dass diese ganze Survivor-Geschichte eine Teamgeschichte ist. Und wenn die Regel ist, du bist allein auf der Insel, dann bin ich kein Survivor. Tut mir leid. Aber ich brauche Leute um mich herum und wenn ich die habe, bin ich glücklich und das kann ich weitergeben. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Wir kommen jetzt zur allerletzten Abstimmung beim Inselrat. Jury, ihr müsst entscheiden, wer soll Survivor 2007 werden? Bilgi oder Volker? Wer hat die 250.000 Euro verdient? Gebt jetzt bitte eure Stimmen ab. Sonja. Hendrik. Ja, ich bin dafür, dass Volker gewinnt, weil er einfach der Letzte ist, der Survivor werden kann. Ich konnte es nicht werden. Volker kann es werden und er wird es auch werden, weil er einfach die perfekte Mischung aus allem ist. Bei Bilgi muss ich sagen, sie hat zwar auch sich in der letzten Woche sehr gut gezeigt, trotzdem ist sie meiner Meinung nach so ein bisschen hinterlistig schon gewesen und insgesamt gab es dann Leute, die mit Sicherheit besser Survivor gewesen wären als sie, deshalb wird es Volker. Philipp. Stolli. Elena. Andreas. Jasmin. Ja, Süße, wir haben fast 50 Tage zusammen gekämpft, Seite an Seite. Du warst die Bessere, du warst die Stärkere. Ich stehe heute als Verlierer neben dir und gebe dir meine Stimme, weil ich es dir von ganzem Herzen gönne. Und ich hoffe, das geht so weiter mit uns. Danke nochmal für alles. Eike. Und Arno. Dann hole ich jetzt eure Stimmen. Die Jury hat gewählt. Hier ist ihre Entscheidung. Volker. Bilgi.
Volker. 2 Stimmen Volker, 1 Stimme Bilgi. Volker. 3 Stimmen Volker, 1 Stimme Bilgi. Bilgi. 3 Stimmen Volker, 2 Stimmen Bilgi. Volker. 4 Stimmen Volker, 2 Stimmen Bilgi. Bilgi. 4 Stimmen Volker, 3 Stimmen Bilgi. Bilgi, wenn jetzt hier dein Name draufsteht, heißt das unentschieden. Volker, wenn hier dein Name draufsteht, bist du der Survivor. Möchtest du nicht zusehen, Volker? Nee. Ich drehe jetzt um. Volker, du bist Survivor 2007. Die Jury hat entschieden. Volker, du bist der Gewinner. Komm bitte nach vorne. Danke. Ich komme. Volker, du gewinnst eine 250.000 Euro. Du bist der Survivor 2007. Das ist dein Gewinn. Volker, bitteschön. Nimm's schon. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ich sage euch aber was ich euch gesagt hätte, wenn ich ausgeschieden wäre. Denn ich bin nur hier, weil ihr mich habt so lange mitspielen lassen. Ich hätte euch gesagt, es gibt ganz wenig Sachen, die ein Mann in meinem Alter sagen kann. Und das ist, ihr habt mich noch mal 20 sein lassen. Ich bin echt heidenfroh und ganz stolz, dass ich mit euch zusammen dieses Spiel spielen durfte. Vielen Dank. Ich bin überglücklich. Also das hätte ich im Lebtag nicht für möglich gehalten. Bis zum Schluss noch nicht. Ich habe vor ein paar Tagen noch gesagt, die Welt braucht keinen 50-jährigen Survivor. Ich bin jetzt aber unheimlich stolz. Und ich kann das mit der 250.000 noch gar nicht realisieren. Ich muss erst mal meine Frau anrufen. Ich glaube, die kann das viel besser als ich. 50 Tage, 18 Kandidaten, ein Survivor. Volker. Leg mich doch einmal.